Herzlich willkommen zu unserem YouTube-Kanal Panama Visa und Invest. Mein Name ist Klaus Happ und wie einige von Ihnen wahrscheinlich schon mitbekommen haben, haben sich die Bedingungen für das Friendly Nations Visum Anfang August diesen Jahres verändert. Das Friendly Nations Visum war bisher die beliebteste und einfachste Form, seine uneingeschränkte Aufenthaltsgenehmigung in Panama zu erhalten. Diese Bedingungen wurden Anfang August verschärft. Keine Angst, es gibt immer noch genügend Möglichkeiten, seinen zweiten Wohnsitz hier zu erhalten. Aus meiner Sicht sind die folgenden 3 Visa-Arten die interessantesten. Zum einen das neue Friendly Nations Visa, das Golden Investor Visa, was hier das Red Carpet Visa genannt wird, und das Pensionärsvisum. Beim Pensionärsvisum geht es darum, dass Pensionäre, Rentner nachweisen können, dass sie über ein bestimmtes monatliches Einkommen aus der Rente verfügen. Bei den beiden erstgenannten Visa-Arten geht es darum, ein Investment vorab in Panama zu tätigen. Am besten, am sinnvollsten aus meiner Sicht im Bereich der Immobilien. Das kann zum Beispiel ein Investment hier auf den einzigartigen Ocean Reef Inseln sein, in den Stadtteilen der City oder auch in der Strandgegend Panamas. In meinem Video Where to Buy Real Estate beschreibe ich die Stadtteile Panamas und wo es sinnvoll ist zu kaufen. Und in meinem Video über die Coronado Beach Area beschreibe ich ein bisschen und gebe Einblick in die Strandgegend Panamas. Aber erst einmal viel Spaß mit dem heutigen Video, denn hier geht es darum, dass ich Ihnen erläutere, welche Möglichkeiten Sie aktuell noch besitzen, auf einfache Art und Weise einen zweiten Wohnsitz, Ihre uneingeschränkte Aufenthaltsgenehmigung in Panama zu erhalten. Viel Spaß dabei! Ja, dann gehen wir einfach mal ins Detail und schauen, wie sich die 3 unterschiedlichen Visa-Arten unterscheiden und welche Visa-Art für wen am besten geeignet ist, um seine uneingeschränkte Aufenthaltsgenehmigung in Panama zu erhalten. Beginnen wir mit dem Pensionärsvisum. Wie der Name es schon sagt, ist es für Pensionäre geeignet, die nachweisen können, dass sie ein Mindesteinkommen monatlich garantiert von 1.000 US-Dollar aus ihrem ursprünglichen Heimatland beziehen. Das heißt, es ist eine Garantie und garantiert wird das Ganze, diese Rente, entweder vom Staat oder von dem Unternehmen, von dem man eine Rente bezieht. Was nicht funktioniert, weil danach werde ich öfter mal gefragt, na, ich habe doch viele Immobilien und beziehe ein passives Einkommen. Das funktioniert nicht. Es muss wirklich eine Pension sein, also von einem Staat oder von einem Unternehmen in der Höhe von mindestens 1.000 Dollar monatlich und das Ganze garantiert und auch jetzt schon, also nicht der Rentenbescheid, der dann irgendwann in Kraft tritt, wenn man mal 65 beispielsweise ist, und das Ganze gilt ab heute. Diese Visa-Art hat den großen Vorteil zum einen, sie ist kostengünstig, es geht schnell und sie bringt einen große Nachlässe in Panama. Also Pensionäre in Panama, egal ob man Panameño ist oder diese Visa-Art besitzt, genießen Preisnachlässe zwischen 20% und 50% in kulturellen Einrichtungen, in der Gastronomie, im Theater, im öffentlichen Verkehr und so weiter. Also von daher eine super Sache. Von dem Ablauf her und von dem Antrag her, es müssen 2 Reisen nach Panama eingeplant werden. Bei der ersten Reise beantragt man bei den Rechtsanwälten, die wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen, sein Pensionärsvisum. Und nach ungefähr 3 bis 4 Monaten kann man nach Panama zurückkehren, dann ist das Ganze fertig und man erhält sofort dann seine uneingeschränkte Aufenthaltsgenehmigung in Panama. Wenn man seine erste Reise abgeschlossen hat, hat man eine vorübergehende Aufenthaltsgenehmigung in Panama und die ist dann so lange gültig, bis man nach Panama kommt, ungefähr nach 3 bis 4 Monaten, um seine uneingeschränkte Aufenthaltsgenehmigung abzuholen. Von daher diese Art und Weise für diejenigen unter Ihnen, die Rentner sind, die das nachweisen können, ist mit Sicherheit die einfachste und effizienteste Art und Weise, eine uneingeschränkte Aufenthaltsgenehmigung und seinen Wohnsitz in Panama zu erhalten. Bei den anderen beiden Visa-Arten, bei dem neuen Friendly Nations Visum und bei dem Golden Investor Visum, handelt es sich bei beidem um ein Investorenvisum, also ein Investment in Panama ist im Vorfeld, also bevor man den Antrag für sein Visum stellt, gefragt und muss getätigt sein. Fangen wir hier an mit dem Friendly Nations Visum, weil es bisher, das wissen wahrscheinlich die meisten von Ihnen, das beliebteste Visum oder die beliebteste Art war, seinen Wohnsitz in Panama zu erhalten. Durch die neuen Regelungen, die seit 6. August in Kraft getreten ist, muss man, bevor man überhaupt den Antrag für das Visum stellen kann, ein Investment in Panama getätigt haben. Und es muss schon im eigenen Namen besessen werden. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten eines Investments. Aus unserer Sicht die
effektivste und beste Form ist ein Immobilieninvestment, also A, Immobilieninvestment, hat eine Mindestgrößenordnung von $200.000. Diese Immobilie muss im Grundbuch in Panama auf Ihren persönlichen Namen, im Namen Ihrer Gesellschaft oder im Namen Ihrer Foundation, also Stiftung in Panama, bereits registriert sein. Und wenn das geschehen ist, können Sie den Antrag stellen. Das Investment muss dann über die gesamte Zeit des Visa-Prozesses, also dann über die nächsten 2 bis 3 Jahre, gehalten werden. Das ist die Variante A, Immobilieninvestment, mindestens $200.000. Variante B ist auch ein Investment, ist ein Festgeld in gleicher Größenordnung über $200.000 über einen Zeitraum von 3 Jahren bei einer Bank in Panama. Das Festgeld muss auch genau über diesen kompletten Zeitraum durchgezogen werden. Wenn Sie mich fragen, ob ich eher ein Immobilieninvestment, also in ein Hard Asset investieren würde, oder in ein Festgeld, also das Geld einer Bank in Panama leihen würde für 3 Jahre, würde ich mich für die Variante A normalerweise entscheiden, ein Immobilieninvestment, was mir einen stetigen Cashflow in US-Dollar gewährt. Es gibt noch theoretisch die Variante C. Man hat ein nachgewiesenes Arbeitsverhältnis in Panama. Man muss die Nachweise bringen, dass man wirklich in Panama tätig ist, beruflich einen Arbeitgeber hat. Man muss Gehaltsnachweise bringen und in Zukunft möglicherweise auch die Anmeldungsbestätigung, dass man Sozialversicherungsbeiträge zahlt. Das ist alles nicht so ganz einfach. Es gibt auch noch keinen fertigen und abgeschlossenen Prozess darüber. Auch die Kosten sind noch nicht so ganz klar. Das heißt, die einfacheren und effizienteren und direkteren Arten und Weisen sind die Variante A und B, also Immobilieninvestment, oder die Variante B, Festgeld. Grundsätzlich bedeutet das, das Investment muss erstmal in Ihrem Namen eingetragen sein. Dann beginnen wir mit dem Antrag für Ihren zweiten Wohnsitz in Panama. Insgesamt müssen Sie 4 Visa-Reisen beim Friendly Nations Visum für Panama einplanen. Warum 4-mal? Das heißt, Sie haben erstmal eine Immobilie gekauft. Das ist eine Extra-Reise wahrscheinlich für Sie auch gewesen. Dann die erste Visa-Reise ist, Sie sind in Panama, tätigen Ihren ersten Antrag für eine vorübergehende 2-jährige Aufenthaltsgenehmigung in Panama. Denn das ist, was man zuerst dann bekommen wird. Bei Ihrer zweiten Reise nach ungefähr 3 bis 4 Monaten holen Sie diese bestätigte 2-jährige Aufenthaltsgenehmigung in Panama ab. Dann haben Sie für 2 Jahre eine Aufenthaltsgenehmigung in Panama und dann bei Ablauf dieser 2-Jahresfrist reisen Sie nach Panama. Sie weisen nach, dass Sie immer noch das ursprüngliche Investment der Variante A oder B besitzen und dann beantragen Sie die uneingeschränkte Aufenthaltsgenehmigung in Panama. Das ist dann Ihre 3. Reise. Und die 4. Reise nach ungefähr 3 bis 4 Monaten dient dann dazu, diese uneingeschränkte Aufenthaltsgenehmigung in Panama abzuholen. Grundsätzlich von den Kosten her, und das habe ich hier mit eingefügt in dem Visum, in diesem Video, das Factsheet Visa und Invest, wo der ganze Ablauf nochmal im Detail erläutert ist, auch die Kosten. Von den Kosten her erscheint das Friendly Nations Visum recht günstig, auch im Vergleich zum Golden Investor Visum, aber eigentlich nur für den ersten Augenblick, weil Sie müssen ja berücksichtigen, Sie müssen 4-mal nach Panama reisen. Wenn Sie Familienmitglieder haben, jedes einzelne Familienmitglied, auch wenn es ein Baby ist, muss mit nach Panama reisen, sofern es die Aufenthaltsgenehmigung bekommen soll. Und es muss auch immer mitkommen, wenn man die dann letztendlich erhält. Von daher der Aufwand ist größer als beim gleich folgenden Golden Investor Visum und die Kosten summieren sich dann durch den ganzen Aufwand, den Sie haben werden. Und Sie werden auch erst nach frühestens 2 Jahren Ihre uneingeschränkte Aufenthaltsgenehmigung in Panama dann haben. Das sollte man bei diesem Visum, bei dem neuen Friendly Nations Visum, grundsätzlich berücksichtigen. Und zuletzt kommen wir zu der 3. Visa-Art, dem Golden Investor Visa. In Panama wird es das Red Carpet Visa genannt. Ist, wie ich vorhin gesagt habe, auch ein Investorenvisa, das heißt, ein Investment ist erforderlich. Der Unterschied und der große Vorteil zum Friendly Nations Visum, was ja auch ein Investorenvisa jetzt ist der folgende. Sie können das Ganze von zu Hause aus beantragen, das heißt, den Visa-Antrag, den müssen Sie nicht in Panama machen, den können Sie von Ihrem Heimatland, von irgendwo aus in der Welt machen. Und es ist möglich, den gesamten Prozess abzuschließen innerhalb von 30 Tagen. Und drittens, Sie erhalten sofort
also nach diesen 30 Tagen, wenn alles optimal läuft, ihre uneingeschränkte Aufenthaltsgenehmigung in Panama und machen nicht den Zwischenschritt für eine 2-jährige Aufenthaltsgenehmigung. Das heißt, es geht sehr schnell, der Antrag ist von zu Hause aus zu stellen und das Ganze bedeutet, Sie bekommen sofort die uneingeschränkte Aufenthaltsgenehmigung. Vom Ablauf her und von den Anforderungen, ich sagte schon, ist ein Investorenvisa. Das heißt entweder ein Immobilieninvestment, aktuell über mindestens $300.000, ab Oktober 2022 über $500.000 oder alternativ B, ein Investment in den Panama-Aktienmarkt von $500.000 oder Variante C, ein Festgeld bei einer Panama-Bank in der Größenordnung von $750.000. All diese 3 Investments, Immobilien, Panama-Aktienmarkt oder auch Festgeld, all das muss über 5 Jahre gehalten werden. Es wird auch vom Staat überprüft. Wenn Sie das Investment nicht halten sollten, dann kann Ihnen und wird Ihnen höchstwahrscheinlich auch die Aufenthaltsgenehmigung wieder aberkannt. Von daher auch hier, wenn ich die Variante habe zwischen Immobilien, Aktienmarkt Panama und Festgeld bei einer Panama-Bank über 5 Jahre, wähle ich normalerweise den Immobilienbereich, sind mindestens $300.000. Ab Oktober 2022 sind es $500.000. Das Investment muss bereits in Ihrem Namen oder im Namen Ihrer Gesellschaft oder im Namen Ihrer Foundation oder Stiftung im Grundbuch eingetragen sein. Das heißt, der komplette Kauf muss, wie beim Friendly Nations Visum, schon komplett abgeschlossen sein. Ein Unterschied und noch ein Vorteil beim Golden Investor Visum ist der, Sie können sich hier auch für ein Bauprojekt entscheiden, also in ein Development einsteigen, wo die Immobilie ja noch nicht fertiggestellt ist, sondern sich noch im Bau befindet. Die kann ja noch gar nicht in Ihrem Namen im Grundbuch in Panama eingetragen werden, weil sie noch nicht fertig ist. Beim Golden Investor Visa ist es okay. Das heißt, Sie können mit einem Investment in der genannten Größenordnung in eine Bauentwicklung, in ein Bauprojekt starten. Wenn Sie sagen, wir haben ein tolles Haus gefunden, eine tolle Wohnung in einem Haus, was neu errichtet wird, wir kaufen das, dann funktioniert das auch mit dem Golden Investor Visa. Grundsätzlich ist zu sagen, vom Preis her ist das Golden Investor Visa ein wenig teurer auf den ersten Blick von den Kosten für den Staat und auch für die Rechtsanwälte. Aber alles geht wesentlich schneller, es ist effizienter und Sie erhalten sofort Ihre uneingeschränkte Aufenthaltsgenehmigung. Wenn Sie eine faire Rechnung machen, was denn wirklich am Ende teurer ist, gibt es wahrscheinlich gar keinen so großen oder wenn überhaupt gar keinen Preisunterschied zwischen dem Friendly Nations Investorenvisa und dem Golden Investor Investorenvisa, weil Sie sparen sich ja mal mindestens 3 Visareisen, die Sie ja zusätzlich tätigen müssen bei dem Friendly Nations Visum. Denn beim Golden Investor Visa müssen Sie nur einmal nach Panama kommen für das Visum und zwar für das Abholen des Visums. Das heißt, Sie machen den Antrag von zu Hause mit unseren Rechtsanwälten, wenn Ihr Immobilieninvestment getätigt ist. Dann wird der Prozess in Panama gestartet und wenn es soweit ist, werden Sie benachrichtigt von uns. Dann reisen Sie nach Panama für ungefähr 10 Tage, um alles abzuschließen bei den Ämtern und erhalten dann auf dieser Reise Ihre uneingeschränkte Aufenthaltsgenehmigung. Sehr viel schneller, von den Kosten glaube ich am Ende gar nicht teurer und der einfache Prozess ab Oktober 2022, wie gesagt, dann mindestens $500.000 in den Immobilienbereich. Für alle 3 Visa-Arten gilt, wir helfen Ihnen gerne mit unseren Rechtsanwälten in Panama und ich helfe Ihnen auch gerne, ich begleite Sie bei dem Prozess, durch den ganzen Prozess durch, natürlich auch bei den Immobilieninvestments. Wir machen Investorenreisen regelmäßig nach Panama, um uns Immobilienmärkte und Immobilienmöglichkeiten, in die man investieren kann, anzuschauen. Man muss immer mindestens, es geht auch bei allen Investmentarten, bei allen Visa-Arten, mindestens alle 2 Jahre einmal in Panama sein, also einen Stempel alle 2 Jahre seinen Pass bekommen, damit das Visum seine Gültigkeit sozusagen behält. Das ist auch noch wichtig. Und man muss folgende Dokumente normalerweise bei diesen Visa-Arten mitbringen. Sie brauchen klar Ihre Ausweisdokumente, Sie brauchen ein polizeiliches Führungszeugnis und Sie brauchen Einkommensnachweise. Ich hatte vorhin angesprochen, in dem Video hier sind unten angehängt unter anderem auch unser Factsheet. Da ist alles nochmal, glaube ich, gut und knapp auch zusammengefasst für Sie. Ansonsten freuen wir uns, wenn wir Sie in Ihrem Prozess begleiten können, bei Ihrem Visa- und Investprozess. Wir machen Investorenreisen, wir begleiten Sie komplett einmal durch, dass alles für Sie gut funktioniert.
Ich hatte ganz am Anfang, als ich in Panama war in dem Video, angesprochen, dass wir noch 2 Videos haben, die wir Ihnen empfehlen in unserem YouTube-Kanal. Das ist einmal das Video Where to Buy, das heißt, wo macht es eigentlich Sinn, in Panama City in Immobilien zu investieren, in welchem Stadtteil. Und dann gibt es das Video Strandgegend oder Beach Area Coronado, eine sehr beliebte Strandgegend in Panama für Investments. Aufgrund der guten Lage habe ich auch ein Video darüber gemacht, um diese Region ein bisschen näher zu erläutern. Und abschließend, wenn Ihnen unser Video gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren YouTube-Kanal und dann sehen wir uns bald wieder. Von daher wünsche ich Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal.